Ich bin Tom, der Erzähler. Was Sie gleich sehen, ist die erste Folge einer Reise durch die Geschichte von Porsche, von den Anfängen bis in die Gegenwart. In dieser Folge: Ferdinand Porsche sitzt im Gefängnis und sein Sohn Ferry baut im Sägewerk den allerersten Porsche. Im Winter 1946 sitzt der berühmteste Autokonstrukteur der Welt in einer französischen Zelle. Ferdinand Porsche, der Vater des Volkswagens. Die Kaution beträgt 1 Million Francs, die niemand hat. Also entwirft sein Sohn Ferry einen Grand Prix-Rennwagen für einen italienischen Industriellen. Das Honorar kauft den Vater frei, und im selben Schuppen entsteht nebenbei etwas viel Größeres: das allererste Automobil mit dem stolzen Namen Porsche. Denn Porsche war nie ein Autobauer. Seit 1931 ist die Firma ein Konstruktionsbüro, das für jeden entwirft, der zahlt. Darunter ein revolutionärer Rennwagen mit 16 Zylindern. Sein Motor sitzt nicht vorne, sondern hinter dem Fahrer. Merken Sie sich diese eine Idee. Dann kommt der Auftrag, der alles verändert und vergiftet. Das Regime bestellt den Käfer. Im Krieg folgen Rüstungsproduktion und Zwangsarbeit im Werk. Dafür wird Ferdinand 45 verhaftet und niemals verurteilt. Das Büro ist da längst vor den Bomben geflohen, in ein stillgelegtes Sägewerk in Kärnten. Dort halten sich die Ingenieure mit Wasserpumpen über Wasser, bis Ferry im Sommer 47 endlich fragt: Warum bauen wir eigentlich kein eigenes Auto? Die Antwort wiegt 585 Kilo, ein federleichter Gitterrohrrahmen, dazu Motor, Getriebe und Achsen aus dem Käfer, 35 PS. Nur 2 Dinge zählen an diesem Auto. Im Heck sitzt ein luftgekühlter Vierzylinder-Boxermotor und Porsche wettet radikal auf Leichtbau. Eine Presse gibt es nicht. Ein einziger Blechschmied hämmert die Aluminiumkarosserie von Hand über einen Holzklotz, Wölbung für Wölbung. Am 8. Juni 1948 erhält Nummer 356001 ihre Zulassung und beweist am Pass: halbes Gewicht schlägt doppelte Leistung. Der freigelassene Ferdinand prüft das Auto seines Sohnes und sagt den berühmtesten Satz der Firma: genauso gebaut, bis zur letzten Schraube. Doch Österreich ist besetzt und arm. Blech und Reifen fehlen. Die Rettung kommt aus Zürich, wo ein Geschäftsmann das Material vorfinanziert. Als Dank geht Wagen Nummer 1 für rund 7.000 Franken in die Schweiz. Und auf dem Genfer Autosalon steht die junge Marke Porsche zum allerersten Mal vor Publikum. Aber 50 handgebaute Autos ernähren keine Firma. Was Porsche wirklich rettet, ist ein Stück Papier vom September 48. Ferry verhandelt mit Volkswagen. Rund 5 Mark Lizenz für jeden Käfer, dazu Teile, das weltweite Händlernetz und der Österreich-Import. 55 läuft der millionste Käfer vom Band, und an jedem verdient Porsche mit. Der Riese finanziert den Zwerg, kostenlos. 1950 kehrt Porsche heim nach Stuttgart und steht vor verschlossener Tür. Das Werk hält noch die Armee besetzt, also produziert man gegenüber. Aus Aluminium wird Stahl, aus Handarbeit Kleinserie. Schon im März 51 rollt in Stuttgart das 500. Auto vom Band. Ferdinand Porsche stirbt im Januar 51, nur Monate bevor sein Name die größte Bühne des Motorsports erreicht: Le Mans. Im Juni 51 schickt Porsche ein Aluminium-Coupé aus dem Sägewerk nach Le Mans und es gewinnt auf Anhieb seine Klasse. Rennen sind die einzige Werbung, die sich die kleine Firma überhaupt leisten kann. Doch der alte Motor aus dem Käfer ist nach all den schönen Siegen längst am Limit. Der junge Ingenieur Fuhrmann zeichnet dafür ein Triebwerk wie ein Uhrwerk. 4 Nockenwellen, Königswellen, über 100 Stunden Montage pro Motor. Der neue Boxer kommt in den 550 Spider, kaum 1 Meter hoch. Das flachste und schnellste Auto, das Porsche je gebaut hat. Bei der Mille Miglia taucht Hans Hermann unter einer geschlossenen Bahnschranke hindurch, Sekunden vor dem Zug. Der Ehrenname: Carrera. Den letzten Baustein liefert New York. Händler Max Hoffmann verlangt einen Porsche unter $3.000. Die Antwort heißt Speedster, Verzicht als Stil. Bald geht weit über die Hälfte der gesamten Porsche-Produktion über den Atlantik nach Amerika. Und Zuffenhausen kommt mit dem Bauen der vielen Autos kaum noch hinterher.
Die Bilanz des Jahrzehnts: Aus einem einzigen handgehämmerten Auto im Sägewerk werden bis 56 10.000 Fahrzeuge, dann fast 5.000 jährlich. Motor im Heck, Leichtbau, nichts Überflüssiges. Dieselbe Silhouette fährt bis heute in jedem Elfer. Genauso gebaut, bis zur letzten Schraube.